Tag, willkommen bei Roadhouse-Bus. Schön, dass du das Video angeklickt hast. Ich bin Björn und ich habe dir heute eine Geschichte zu erzählen. Und darin geht es um mich, um dich, um uns alle, ums Leben, um Endlichkeit und vor allem um geplatzte Träume. Und normalerweise kommt jetzt immer unser Trailer, wo wir sagen, ja, wir fahren nach Südamerika und wir haben das und das vor. Aber das lassen wir heute mal weg. Ich habe mir hier einen schönen Platz gesucht, direkt am Wasser. Wir gehen jetzt gemeinsam zum Fluss runter, da setzen wir uns hin und dann erzähle ich dir, was ich zu erzählen habe. Wunderschön, wunderschön. Der viertlängste Fluss Italiens. Ja, da setzen wir uns jetzt unten hin. Wir werden uns einen schönen Platz suchen. Ja, hier ist noch total still, ist früh morgens. Absolut klasse. Setzt euch, kommt ran. Ich habe hier im letzten Jahr doch einige Zeit unfreiwillig verbracht. Obwohl es hier wunderschön ist, aber es war trotz alledem unfreiwillig. Ja, wie soll ich sagen? Ich erzähle es euch jetzt. Wo soll ich anfangen? Ziemlich persönlich. Wir haben lange überlegt, ob wir überhaupt drüber sprechen sollen. Fangen wir mal im Dezember, November 2021 an. Also das war genau die Zeit, wo Alessandra und ich entschlossen haben, dass wir Vollzeit reisen wollen, dass unser eigentliches Ziel, das, was wir wirklich erleben wollen, ja, die Welt ist, dass wir die Welt sehen wollen, dass es für uns nichts Wichtigeres gibt, einfach als diesen wunderschönen Planeten zu bereisen. Losgehen sollte alles in Südamerika. Einfach und allein deshalb, weil wir beide sprechen fließend Spanisch. Wir lieben die lateinamerikanische Kultur. Es passt einfach. Es ist einfach genau der Ort, wo wir gut anfangen können, wo wir reinpassen, wo wir uns gut integrieren können und auch Kultur und Leute kennenlernen können. Geplant war, dass wir im August 2022, also circa ein Jahr später, unsere Reise antreten, August, September. Bevor es allerdings losgehen sollte auf Weltreise, haben wir erstmal noch unseren schönsten Tag geplant. Also Alessandra und ich wollten oder haben geheiratet oder wollten heiraten, haben den Plan gehabt oder angefangen zu planen. Naja, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wir voll in der Planung drin, total happy. In 2 Monaten ist die Hochzeit. Freuen uns total, Freunde eingeladen, Band organisiert, die Finca in der Toskana organisiert, alles gemacht, alles geplant, alles fertig. Und ich hatte seit Ostern letzten Jahres auf einmal einen dicken Lymphknoten an der linken Seite. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich meine, ein Lymphknoten kann ja ein Halsinfekt sein, es kann ja alles sein. Ne? Und der ging aber nicht weg. Der hat auch nicht wehgetan, ich habe stetig dran rumgedrückt. Es ging einfach nicht weg. Und naja, irgendwann habe ich einen Ultraschall gemacht und der Arzt, also ich habe es auf dem Ultraschallbild gesehen, die sahen dann ziemlich dunkel aus und also schwarz kann man sagen innen drin. Und der Arzt sagte zu mir auch, naja, das sieht ein bisschen komisch aus, das sollten Sie auf jeden Fall weiter beobachten. Aber ich war halt so in der Planung für die Hochzeit drin, ich wollte das alles gar nicht hören. Und ich habe gesagt, ich habe dafür jetzt gar keine Zeit für so einen Blödsinn. Ja, wir wollen heiraten. Ne? Ja, wir haben dann entschlossen, dass wir die weitere Untersuchung in Italien machen. Zahlt man dann halt dort privat, aber einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt als Kassenpatient in Deutschland kriegt man ja eh nicht binnen der nächsten 10 Tage. Also insofern haben wir entschlossen, wir gehen nach Italien, wir machen es von dort und werden dort eben auch so eine blöde Biopsie machen. Da kriegst du eine Nadel reingesteckt, dann wird da Material entnommen und dann können die dir sagen, was genau Sache ist. Ja, wir sind dann in die Toskana gefahren, nach Capraia Limite. Das ist in der Nähe von Florenz. Das ist wunderschön in den Bergen gelegen, ein traumhafter Ort. Und wir haben lange gesucht, also
wir haben nicht viel Geld. Ja, wir sind nicht irgendwelche Leute, die sagen, hey komm, wir mieten uns eine Finca à la Brett Pitt und machen da die mega Traumhochzeit. Nein, wir haben einfach ganz lange gesucht, wir haben lange geplant und am Ende eine sehr günstige Lösung gefunden, die aber so unglaublich traumhaft romantisch war. Ihr müsst euch vorstellen, Hügelkette, Sicht auf die Toskana, lauter von diesen typisch toskanischen Bäumen. Also ganz eindrucksvoll, wunderschön. Als wir da angekommen sind in der Nacht, war alles voller Glühwürmchen. Der gesamte Ort, ich habe in meinem Leben bis jetzt einmal Glühwürmchen gesehen. Ja? Und da, wo wir geheiratet haben, es war alles voll. Es war so wunderschön. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Die ganze Nacht hat geblitzelt und grün geleuchtet. Und alle unsere Gäste waren auch total, wie soll man sagen, berührt von der ersten Minute an. Schon allein wegen dieser Glühwürmchen. Wir haben total klassisch geheiratet. Wir hatten den Bürgermeister von Capraia Limited, der ist sogar dorthin gekommen. Und wir konnten die Trauung mit unseren Freunden direkt auf der Finca machen. Sì. Sì, io voglio. Sì, io voglio. Wir haben ein absolut geiles italienisches Essen gehabt. Eine riesen Tafel, wo alle dran saßen, wir am Kopfende. Also so richtig klassisch italienisch. Mit sehr viel Tanzen, mit Spaß und einfach eine absolute Traumhochzeit. Ich möchte mich nochmal bei Alessandra bedanken, dass es dich gibt und dass du ja, der Mensch bist, der mit mir das Leben teilt. Und darüber bin ich sehr glücklich. Das Blöde war, dass durchgehend während dieser Hochzeit dieses Damoklesschwert, sagt man ja, glaube ich, über uns geschwebt ist. Also wir ja nicht wussten, was passiert in Zukunft, was kommt bei raus bei dieser Biopsie. Und all das hatten wir leider doch schon im Kopf, währenddessen die Hochzeit, diese wunderschöne Hochzeit stattgefunden hat. Nach der Hochzeit, wir wollten ja eigentlich, wie gesagt, Südamerika war geplant, Weltreise, Flitterwochen etc. pp. Und wir haben dann entschlossen, weil wir die Ergebnisse immer noch nicht hatten, dass wir in die Toskana fahren, also ans Meer und dort einfach noch mal ein bisschen baden, tauchen, versuchen zu vergessen, einfach an was anderes zu denken. Und ich liege irgendwann in der Hängematte und lese ein Buch und es geht mir gut. Und Alessandra kommt und ich sehe sie schon von weitem. Ja, dass sie weint, dass es ihr nicht gut geht. Und ja, da wusste ich schon, das Ergebnis ist nicht gut. Die Moral von der Geschichte ist Krebs. Krebs im Rachen, im Hals, im Mund, keine Ahnung. Wir wussten es ja noch nicht. Wir wussten nur, dass in dem Lymphknoten Zellen von einem, ich will nicht zu medizinisch werden, Zellen von einem Plattenepikelkarzinom, das heißt also von einem Schleimhautkrebs in der Halsgegend drin waren. Und damit war der Befund klar, wir fahren mit Sicherheit nirgendwo mehr hin. Südamerika ist für uns erstmal gestorben. Naja, das haut dich natürlich aus den Socken. Also mit sowas rechnet ja keiner. Und vor allem nimmt einem das so die Freiheit. Man merkt erstmal, wie endlich das Leben ist und wie unglaublich schnell das gehen kann, dass man auf einmal nicht mehr selber entscheiden kann und nicht mehr frei sagen kann, ja, ich gehe von A nach B, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Es war völlig klar, dass ab diesem Zeitpunkt, naja, mein Leben anders wird. Am Anfang habe ich das alles noch so ein bisschen, kann man sagen, spaßig genommen. Also habe versucht, das irgendwie lustig zu verpacken. Ja, aber genau einen Monat später, am 2.8., sah ich dann so aus. Ich hatte einen Tumor im Hals, die haben mir die Mandel weggeschnitten, die haben mir den Zungengrund weggeschnitten, die haben 31 Lymphknoten am Hals entnommen, mit einer Neck Dissection, dabei meinen Schulternerv weggeschnitten, also ich konnte meinen Arm nicht mehr richtig bewegen, geschweige denn, jetzt geht's wieder, also hochheben war nicht mehr möglich. Ja, ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr essen. Flüssignahrung und Pläne, Südamerika, ciao.
nicht im Ansatz mehr drüber nachzudenken. Ja, die Ärzte haben dann gesagt nach der OP, dass ich noch eine Chemotherapie und eine Bestrahlung machen soll, also eine Radiochemotherapie. Wir haben lange in der Familie beraten, wir haben viel drüber gesprochen, wir haben uns echt eingelesen, wir haben eine Studie nach der anderen gewälzt. Und die Moral von der Geschichte ist, ich habe mich gegen die Chemotherapie entschieden. Einzig und allein, weil die Nebenwirkungen immens sind und ich einfach noch jung bin. Ich bin jetzt 46 Jahre alt. Für mich ist wichtig, ein interessantes, erfülltes Leben zu führen und nicht ein unendlich langes, bei dem ich auf Hilfe angewiesen bin. Also habe ich mich entschlossen, nur die Bestrahlung zu machen. Das hat dann im Oktober 22, also letztes Jahr, hat die Bestrahlung angefangen. Genau zu der Zeit mit der Bestrahlung haben wir angefangen, diesen YouTube-Kanal hier zu machen. Unser erstes Video kam, glaube ich, im Oktober. Also es war genau zu der Zeit, wo auch die Bestrahlung angefangen hat. Das hat für mich zwei Gründe gehabt. Zum einen habe ich echt was gebraucht, um mich irgendwie daran festzuhalten und nicht nur krank zu sein und irgendwie im Bett zu liegen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sucht euch was, echt, sucht euch was für die Zukunft, arbeitet daran wie die Bekloppten und vergesst einfach euren Zustand, weil an dem kann ihr nichts ändern, aber ihr könnt was daran ändern, wie ihr damit umgeht. Ich habe mich daran erfreut, dass ich zumindest mal diese 10 Minuten vor der Kamera halbwegs normal aussah. Das heißt, ich konnte mich im Fernseher normal sehen, währenddessen ich alles andere als normal war und auch eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen war. Aber diese 10 Minuten vor der Kamera, die haben geklappt. Und das sind unsere ersten Videos, die wir gemacht haben, die ihr hier auf dem Kanal sehen könnt. Als es mir dann so ein bisschen besser ging, haben wir entschlossen, dass wir den Winter in Sizilien verbringen, dass wir dort versuchen, wieder zu Kräften zu kommen. Einfach, der Bus war fertig, wir können im Bus leben. Wir hatten ja gar keine Wohnung mehr. Die Wohnung haben wir in Berlin aufgegeben, bevor wir nach Italien gefahren sind zum Heiraten. Und Sizilien hat noch einen anderen Grund. Das Essen ist dort besonders gut. Ich habe ja überhaupt keinen Geschmackssinn mehr gehabt. Und Gewürze, irgendwelche verrückten Sachen wie thailändisches Essen oder Currywurst ist einfach unmöglich gewesen, irgendwie in mich reinzustopfen. Was möglich war, sind einfache Gerichte. Und die sizilianische Küche ist ja nun wirklich echte Hausmannskost. Und mit hoher Qualität, mit gutem Gemüse, Marktgemüse, allem drum und dran. Und deswegen haben wir uns entschlossen, nach Sizilien zu gehen, dort unseren Winter zu verbringen. Und haben eine ganze Videoreihe über Sizilien gedreht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal hier oben reingucken. Das war eine schöne Zeit auf Sizilien und die Insel ist absolut empfehlenswert, um dort mal einen Winter zu verbringen. Das war echt geil. Also mir ging es immer besser. Also so kann man sagen, ab Januar habe ich wieder was geschmeckt. Das Leben ging wieder relativ normal los. Und Alessandra und ich haben gesagt, okay, der Plan Südamerika, der ist nicht geplatzt, der ist einfach nur verschoben um ein Jahr. Wir werden im September 23, also ab heute in 3 Wochen, unsere Reisen nach Südamerika machen. Und das ist also nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und wir werden das durchziehen. Ab Juni, Ende Juni, Anfang Juli fing es auf einmal an, mir wieder schlechter zu gehen. Ich habe Halsschmerzen gehabt, ich habe ein totales Kratzen, habe ich übrigens jetzt noch, ein totales Kratzen im Hals. Ja, da haben wir uns wieder angefangen. Wie soll ich sagen? Also da ging der Kopf wieder ganz schön an. Wir haben eine Untersuchung schnell gemacht, es sah aber alles gut aus und haben dann ja, die nächste Kontrolle abgewartet. So, gute Nachrichten. Man sieht nichts. Alles nur Nachwirkungen von meiner Behandlung. Ich habe ja diese Radiotherapie gemacht und so eine Radiotherapie, die macht halt alles kaputt innen drin. Da braucht man sich nicht wundern, dass dann natürlich auch, naja, doch einige Schmerzen im Nachhinein zu erwarten sind. Ja, zum Glück war nichts zu sehen. Da war ich erstmal glücklich, aber die Ärzte haben gesagt, sie können natürlich auch nicht reingucken, sondern das können wir nur machen über eine Untersuchung, die halt nach innen, also in den Körper reinschaut. Und dafür war dann als nächstes eine PET-Untersuchung dran. Ja, meine liebe Alessandra hat mich zum Glück auf jedem Schritt begleitet und wir wieder auf in die Klinik und die nächste Untersuchung. Jetzt muss ich noch eine Weile warten. Dann kriege ich so eine Flüssigkeit gespritzt. Ja, radioaktives Material. Und das manifestiert sich angeblich oder soll. Nee,
Es ist so, also manifestiert sich an irgendwelchen Tumoren. Und wenn da dann am Ende auf dem Tomographen nichts zu sehen ist, ja, dann ist die scheiß Maske tragen, dann steht uns nichts mehr im Weg und es geht auf nach Südamerika. Und wenn jetzt schlechte Nachrichten kommen, dann ist großes Kotzen angedacht. Aber wir denken mal positiv. Ist ja die ganze Zeit positiv gelaufen. Weiter geht's. Ja, nach der Untersuchung, nach dieser PET, muss man aber leider 5 Werktage warten, bis man dann das Ergebnis kriegt. Und ich kann euch nur sagen, das sind die 5 längsten Tage gewesen, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Wir wussten, es steht alles auf dem Spiel. Südamerika ist geplant, der Flug ist gebucht, die Kiste ist gebucht, es ist alles fertig. Wenn jetzt irgendwas auf dieser Untersuchung zu sehen ist, ist alles futsch, alles vorbei, Ende. 5 Tage später sind wir wieder zur Klinik und haben die Ergebnisse abgeholt. Wir sind auf dem Weg, die Ergebnisse abholen. Und ich habe schon so beschissen geschlafen. Also ich schlafe ja schon seit Tagen beschissen, aber jetzt besonders. Und uns ist auch gar nicht zum Reden zumute. Wahrscheinlich ist ja alles gut, aber man weiß es ja vorher nicht genau. Und irgendwie, ja, macht es einem ganz schön den Kopf voll. Jetzt fahren wir dahin, dann machen wir den Zettel ab und hoffen erst mal zu verstehen, was da drinnen steht. Weil hier in Italien ist es nicht so, dass du dann zum Arzt kommst und der Arzt dir sagt, was Sache ist, sondern du machst es halt, diesen Test, dann dauert es 3 Werktage und dann holst du halt dein Ergebnis ab. Und dann versucht man halt in diesem, sagen wir mal, Arzt Italienisch, nicht Arzt Deutsch, sondern Arzt Italienisch, die Wahrheit zu finden. So, gut, also jetzt Daumen drücken, Arschbacken zusammenkneifen und die Ergebnisse holen. Bis später. Unglaublich. Wisst ihr, wann Weinen am schönsten ist? Also der einzige Augenblick, wann es schön ist, mal echt zu heulen. Der einzige Augenblick, wann es schön ist zu heulen, ist, wenn es vor Glück ist. 1 Jahr lang. Wir haben jetzt 1 Jahr lang Stress gehabt. Wir haben ein beschissenes Jahr Stress gehabt. Wir haben geheiratet und wir haben ab dem Zeitpunkt Stress gehabt. Immer Angst. Immer darüber nachdenken, was als nächstes passiert. Wie lange hat man noch? Was sind die nächsten Schritte? Ist man ein Krüppel danach, wenn man hier zerschnippelt wird? Was wird alles rausgeschnitten? Was wird erhalten? Ach komm, was für blöde Gedanken. Auf jeden Fall, Alessandra hat die Ergebnisse gerade zum Auto gebracht und clean. Ich habe es geschafft. Ich habe es echt geschafft. Ich habe es geschafft, diesen beschissenen Krebs zu besiegen. Es ist alles raus, es ist keine einzige, also nichts zu sehen. Ja, es hat sich keine Metastase gebildet, das Operationsfeld ist sauber. Da, wo der Primärtumor war, ist sauber, es ist nichts zu sehen. Und das bedeutet, dass wir unsere Freiheit wieder haben und wieder ein ganz normales Leben führen können. Das war für uns ein unglaublich stressiges, emotionales, krasses Jahr. Und ich bin dankbar den Ärzten, ich bin dankbar dem Universum, ich bin meiner Frau dankbar, meiner Familie, ich bin allen Leuten dankbar, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, die mir die Schultern freigehalten haben. Ich bin meinem Auftraggeber dankbar, der einfach gesagt hat, komm, ziehen wir durch, ist egal. Und warum erzähle ich euch das? Ganz einfach. Verfolgt eure Ziele. Wenn ihr was wollt, wenn ihr ein Ziel habt, verfolgt dieses Ziel und zwar direkt. Der Tag, an dem ihr anfangt, ist immer der beste Tag. Es gibt kein Morgen, es gibt kein nächstes Jahr oder irgendwann. Dieses Leben ist zu kurz, um zu warten. Und die Welt ist so wunderschön, dass es überhaupt keinen Grund gibt, monetär banal in irgendeiner Art und Weise auf einen besseren Zeitpunkt in der Zukunft zu warten. Ich bitte euch von ganzem Herzen, wenn ihr in einer Situation steckt,
und Entscheidungen finden wollt oder es geht euch schlecht und ihr glaubt, ihr könnt irgendwas nicht mehr machen. Glaubt einfach dran. Glaubt von ganzem Herzen dran. Macht eure ganze Energie da rein und zieht es durch. Wir werden in 3 Wochen nach Südamerika fliegen. Wir haben 1 Jahr Verspätung, aber das ist auch alles. Ansonsten ist alles so, wie wir es vorher geplant haben. Am Ende ist es sogar besser. Unser Bus ist jetzt schöner. Wir haben alle Umbauten gemacht. Das ist alles fertig. Wir haben ein Schweizer Taschenmesser. Wir haben alle Probleme gelöst und wir haben sogar noch in Sizilien getestet. Also, Leute, bleibt euch selber treu, bleibt euren Zielen treu. Wenn ihr Lust habt, mit uns nach Südamerika zu kommen, verfolgt unseren Kanal. Für heute ist Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ciao.